In den letzten Techniktest-Videos habe ich hauptsächlich Produkte in den Händen gehabt, die mich selber nicht überzeugen konnten. Heute zeige ich euch mal ein Terrarien-Gadget, welches mir richtig gut gefällt. Ich zahle alle Artikel aus eigener Tasche, bekomme kein Geld für meine Einschätzungen und ihr seht hier objektiv meine ungekaufte Meinung. Die Thermocontrol Pro 2 Einheit ist ein elektronischer Thermostat mit Zeitschaltuhr und Nachtabsenkung mit folgenden Merkmalen: 1000 Watt Schaltleistung, es können 4 verschiedene Tageszeiten einprogrammiert werden und 2 Meter lange wasserdichte Temperaturfühler, die auch für ein Aquarium geeignet sind. Seit circa 3 Jahren nutze ich das baugleiche Humidity Control 2 hier im Einsatz. Das ist ein Hygrostat für Terrarien, ist umschaltbar zwischen Befeuchten und Entfeuchten und hat ansonsten dieselben Einstellfunktionen wie das Thermostat. In der Packung befindet sich die Betriebsanleitung, das Netzteil, ausreichend lange Kabel, die Steuerungseinheit mit dem Sensor und die Zweifachsteckdose. Außerdem Saugnäpfe, Klebestreifen und 2 Speltsicherungen. Technisch gesehen funktioniert das Gerät recht simpel. Der Sensor misst eine Temperatur, vergleicht den Wert mit einem voreingestellten Wert in der Steuerungseinheit. Diese schaltet dann bei Bedarf den Strom dazu. Der zweite Steckplatz am Verteiler ist eine reine Zeitschaltuhr. Ich regle mit den beiden Geräten eine Heizlampe, 2 Ventilatoren und über die Zeitschaltuhr eine Beregnungsanlage. Die Kabel verlege ich durch die Belüftungslöcher. Den Sensor für das Hygrostat habe ich direkt an der Decke angebracht. Das Hygrostat selber steht bei mir auf Endlüften und als Endgerät habe ich 2 Ventilatoren. Einer bläst Luft ins und einer aus dem Terrarium. Eine Beregnungsanlage wird über die Zeitschaltuhr gesteuert. Der beste Platz für den Thermostatsensor ist mittig und unterhalb im Terrarium. Weil meine Einsiedler aber alles zerlegen, was sie in die Scheren kriegen, habe ich den Sensor oben in der Ecke angebracht. Die Fühler sind installiert und ihr habt letztendlich 2 Ausgabegeräte. Die Slots an den Verteilern, die mit der 2 gekennzeichnet sind, das sind reine ansteuerbare Zeitschaltuhren. Da die Geräte baugleich sind, beschrifte ich mir diese mit Heizung und Lüftung. So gut wie fertig, das Kabel für die Wärmelampe in die H1 und die Ventilatoren in die L1 gesteckt. Bevor ich euch noch zeige, wie man die Dinger programmiert, sollte man über die verschiedenen Temperaturzonen im Terra wissen. Während die Heizlampe mit über 35 Grad Celsius auf den Sonnenplatz ballert und so den kompletten Kasten aufheizt, habt ihr in den unteren kälteren Regionen ca. 3 Grad Differenz zu höheren, wärmeren Schichten. Darüber sollte man nachdenken und auch, dass die Wärmelampe nachstrahlt, also auch nach dem Ausschalten noch Wärme abgibt. Wenn man sich einmal damit beschäftigt hat, ist auch das Einstellen der Steuerungseinheit ganz leicht. 3 Sekunden die Set-Taste gedrückt halten. Der erste Block heißt F00 und ihr könnt hier die Clock, also die Uhrzeit, einstellen. Dann der zweite Block F11. Hier stellt man den Mode ein, in meinem Fall Aufheizen HT für Heat. Weiter mit F12, das ist die Hysthese, also die Schaltverzögerung. Hier könnt ihr vermeiden, dass das Gerät schon einschaltet, wenn der Wert zum Beispiel nur 0,1 unter der Ausgabetemperatur liegt. F13 ist die Alarmeinstellung, bei einer Abweichung fängt das Gerät an zu piepen, brauche ich nicht, und auch F14, den akustischen Alarm, schalte ich aus. Da sind wir auch schon bei F21 angekommen, der ersten Temperaturzone. Soll um 8 Uhr starten mit einer voreingestellten Temperatur von 25 Grad, ist mir persönlich viel zu hoch, also in 0,1er Schritten die Wunschtemperatur eingegeben. Die F22 ist die Temperaturzone 2, soll um 10 Uhr gestartet werden mit voreingestellten 28 Grad, ist mir auch viel zu hoch. Das Prinzip hier ist immer das gleiche, Temperaturzone eingestellt, Startzeit und Temperatur eingeben. F23 Temperaturzone 3 ab 17 Uhr und F24 für die Nacht, da soll ab 21 Uhr die Temperatur nicht unter 21 Grad fallen. Das Hygrostat wird genauso eingestellt, hier wählt man zwischen B und Entfeuchten, in meinem Fall Entfeuchten, also B lüften. Alle anderen Einstellungen sind exakt dieselben wie beim Thermocontrol 2, hier die Hysthese und die Alarmfunktion. Ab F31 habt ihr weitere 8 Einstellmöglichkeiten für die Zeitschaltuhr. Auch ganz einfach, F31, Set-Taste gedrückt, Startzeit und Endzeit eingegeben. In meinem Fall 1 Minute am Abend für die Beregnungsanlage.
Ich zeige euch das System hier nochmal im Betrieb. Das erkennt man hier an dem Punkt, der da unter der Anzeige leuchtet. Den voreingestellten Wert habe ich mit 28 Grad definiert. Innerhalb von 3 Minuten ist der komplette Kasten aufgeheizt und schaltet hier bei 28,1 Grad automatisch ab. Die Luftfeuchtigkeit sollte mit zunehmender Wärme ansteigen. Dank der laufenden Ventilatoren bleibt der Wert aber hier konstant. Nachts sehen die Werte natürlich anders aus, da ist das System komplett ausgeschaltet, die Temperatur sinkt und die Luftfeuchtigkeit steigt an. Als Fazit lässt sich sagen, Zeitschaltuhren mit eingebautem Thermostat lassen sich weit günstiger ersteigern. Die gibt es nämlich schon für 15 €. Das Thermocontrol erhält man für ca. 50 € und das Hygrostat kostet stolze 60 €. Das Einstellen der 4 Zeitzonen aber, die Zeitschaltuhr und auch die Alarmfunktionen machen das Gerät zu einer gelungenen Spielerei, um ein weitgehendes autonomes Versorgen im Terrarium zu gewährleisten. Das Wichtigste für mich sind hier Langlebigkeit und Genauigkeit. Mein Hygrostat hält jetzt schon 3 Jahre und auch vom Thermostat erwarte ich selbiges. Was die Messgenauigkeit angeht, muss ich sagen, setzt Lucky Reptile hier Maßstäbe. Man kann mehrere digitale Thermometer nebeneinander legen und erhält bis auf eine Abweichung von 0,5 Grad dieselben Werte. Außerdem halten die Geräte bei guter Wartung mehrere Jahre. Lediglich die Verarbeitung der Taster lässt meiner Meinung nach etwas zu wünschen übrig. Besonders hochwertig sind diese nicht. Ansonsten gibt es für mich nach langer Zeit mal wieder einen erfrischenden Daumen nach oben. Sollte auch dir gefallen haben, was du hier gesehen hast, unterstütze mich mit einem Abo, einem Like und deinem erfrischenden Daumen. Lasst einen Kommentar da, schreibt zum Beispiel, was ich als nächstes testen soll. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.